Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2025 mitgebracht. Hier auch gleich der Aufruf, kommt doch das nächste Mal vorbei oder noch besser, macht mal beim Call for Paper mit, damit auch mal ihr euer Thema dort auf der Bühne präsentieren könnt. Bei mir diesmal zu Gast war Pascal Moll. Die Hörer und Hörerinnen der ersten Stunde, die werden sich noch an Pascal erinnern. Er war nämlich Gast Nummer 2 oder 3 hier im Podcast. Also damals im Jahr 2023, als der Podcast noch jung und frisch in der Wiege lag. 2 Jahre sind vergangen, da stand auf einmal Pascal mit einem kleinen Büchlein vor mir. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, Software Testing Kompakt, die Grundlagen von Tests und Testautomatisierung mit Java. Beim ersten Durchblättern ist mir gleich aufgefallen, dass das ein total praxisnahes Buch ist und da dachte ich, da müssen wir mal drüber sprechen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Es gibt natürlich wieder ein Gewinnspiel mit den Büchern, aber jetzt hört zuerst mal die Folge. Ach, den Link zur Verlosung gibt's wie immer in den Shownotes. Viel Spaß! Hallo Pascal, schön, dass du da bist. Hi Richie, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Wir sind ja hier am German Testing Day 2025 in Frankfurt. Ja, genau. Es geht so ins Ende der Konferenz. Die ersten Aussteller packen schon zusammen, sehe ich. Ich noch nicht. Hier steht noch alles. Ja. Wir hatten ja eine der ersten Podcast-Folgen, war ja eine Folge mit dir, wo es um BDD ging, Behavior Driven Development. Und ja, jetzt gibt es eine neue Folge, die wir gemeinsam machen. Hat nämlich einen guten Grund. Und zwar, du hast ein kleines Büchlein geschrieben. Genau. Software Testing Kompakt, Grundlagen von Tests und Automatisierung mit Java. Ja, ganz genau. Also es ist in dem Buch selber ist die Idee, wie würde jemand anfangen, der jetzt mit dem Testing noch keine Berührungspunkte hat, jemandem was an die Hand zu geben, um einfach die wichtigsten Dinge darüber zu lernen und halt auch einen Einstieg zu finden. Mhm. Also ich kam mir daher, ich wurde relativ häufig schon immer gefragt bei Vorlesungen, Vorträgen oder irgendwie anderen Gelegenheiten immer wieder, ja, wie würde man denn anfangen, so, wenn man jetzt ins Testing einsteigen will, sei es Entwickler oder sei es jemand, der da noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Coding irgendwie zu tun hatte, muss man denn überhaupt programmieren können? Mhm. Und ja, das war so ein bisschen die Intention dahinter. Mhm. Und hast du gedacht, bevor ich die Fragen immer beantworte, schreibe ich ein kleines Buch dazu? So ungefähr, ja. Und dann, wobei kleines klingt jetzt so negativ. Also es ist einfach ein kompaktes Werk, genau. Aber es ist schon was sehr gehaltvoll. Ich habe ja schon ein bisschen reingeschmökert. Also das ist jetzt nicht klein im Sinne von klein gemeint. Ja, also bevor ich jetzt da irgendwie eine FAQ aufgesetzt habe, war das schon die Intention dahinter, eben entsprechend das wirklich ein richtiges Buch zu gießen, weil es ja doch mehr dazu gehört, als das einfach in einem Satz zu beantworten. Das sind ja viele, auch in den Kapiteln dann entsprechend unterteilt. Es fängt ja schon an, dass man erstmal Grundlagen versteht, was es eigentlich mit Testing auf sich hat. Weil, ich meine, weißt du ja selber, so testen ist ja nicht gleich testen. Da gibt es ja bestimmt 100 verschiedene Arten davon. Ja. Und das mal eben so zu erklären, ist gar nicht so einfach. Ja. Und ich habe verstanden, also du gehst ja da quasi auch schon mit Fokus auf Java dann auch drauf, weil das ist natürlich etwas, wo auch viele tätig sind, wo viele Unternehmen in dem Kontext auch agieren und quasi transformierst diese generellen Konzepte einfach auch in die Java-Welt mit hinein. Genau. Ja. Also klar, es geht um Konzepte. Diese ganzen Konzepte, die da beschrieben werden, die könnte man auch 1:1 so in Python umsetzen. Dann ist natürlich die Syntax ein bisschen anders. Aber ich habe mich jetzt hier auf Java spezialisiert. Einmal deswegen, weil ich es halt jeden Tag anwende. Und auf der anderen Seite, weil es halt auch immer noch zu den weit verbreitetsten Sprachen gehört. Ja, jetzt habe ich gesehen am Anfang zum Beispiel so das Thema Testpyramide oder so, also die Teststufen auch absolviert. Wie sieht denn das typischerweise im Java-Umfeld aus? Das ist eigentlich relativ klassisch gehalten. Du hast ja auf der untersten Ebene so die breiteste und größte Stufe mit Unit-Tests, wo du das wirklich in einzelne Units runterbringst. Und so kenne ich das halt auch aus meinem Projektumfeld, dass das noch so was ist, was Entwickler häufig selber machen. Gehen auch relativ schnell, also du hast eigentlich so einen Unit-Test, der ist in ein paar Minuten geschrieben und entsprechend ist die Laufzeit halt auch sehr gering. Also wir reden ja im Millisekundenbereich. Das ist ja auch der Klassiker in der Java-Welt. Und dann geht's halt schon ein bisschen weiter, wo du dann das schon zusammensteckst wieder, bist du schon eine Stufe höher, wo du da schon Richtung Integration gehst und das ganze System wächst dann immer mehr. Also Systemtest, dann Integrationstest und dann am Ende hast du irgendwo, bis du bei Akzeptanztest hast du schon die Spitze der Pyramide so erreicht. Und bei der höchsten Stufe sind wir dann quasi schon, wo die Tests schon im Minutenbereich liegen.
Klassiker ist ja da so UI-Tests, ist auch ein Kapitel darin im Buch, wo wir dann über Selenium sprechen, wie das funktioniert. Aber zurück zur Pyramide und dann halt überhalb der Spitze, ja, das so quasi, ich stelle mir das immer so als Wolke vor, ja, das schwebt dann über der Pyramide drüber. Da haben wir dann so explorative Tests. Ja. Vielleicht bleiben wir mal kurz dabei. Im Java-Umfeld, wie sieht es denn da so mit Automatisierung und dem Tooling aus rund um diese Teststufen? Kannst du uns da so mal ein bisschen Beispiele bringen? Was verwendet man da so gerade so und welche Konzepte? Genau, also in der Java-Welt selber gibt es ja JUnit. Das ist auch so der Klassiker. Es gibt auch das Äquivalent in anderen Programmiersprachen, zum Beispiel in C# ist das dann NUnit und so. Also bei den anderen Programmiersprachen heißt das aber anders zwar, aber es funktioniert auf die gleiche Weise. Also klar, JUnit, dann geht es halt weiter, wenn du schon in Richtung API-Testing gehen möchtest, bist du ja schon eine Stufe wieder höher, weil du schon mehrere Komponenten zusammensteckst. Da sind wir dann so, ja, vom API-Bereich her könnte man sagen, wir gehen ins Mocking rein. Wenn wir die API noch nicht komplett haben, dann haben wir da WireMock, ist ein klassisches Tool, also ist auch ein Kapitel da in dem Buch drin. Außerdem geht es dann um das Thema Maven, wie kann ich Bibliotheken jetzt integrieren in meine Software selber, weil die meisten Tools existieren ja irgendwie, dass ich sie out of the box eigentlich schon integrieren kann. Ja. Und wie ich das machen kann, um diese Bibliotheken zu nutzen, da geht es dann eben in Maven, das sollte man dann auch eben kennen und entsprechend anwenden kann. Ja, von da aus sprechen wir dann weiter über Oberflächentests, das ist dann Selenium. Und wenn man das Ganze dann noch in die Kommunikation mit reinbringen will, um das Verhalten der Software zu beschreiben und zu testen, sind wir beim Behavior-Driven Development. Da ins Behavior-Driven Development kann ich auch API-Tests mit einbringen und alles andere, was irgendwie schon mal erwähnt wurde. Und die letzte Stufe, da sind wir wieder bei der Wolke, da haben wir dann die explorativen Tests, wo auch nochmal ein abschließendes Kapitel dazu gewidmet ist. Das ist spannend, weil es gibt ja quasi einen Komplettabriss über das, was da möglich ist an Tests und in dem Umfeld. Wenn du jetzt so drauf schaust, auf Java-Entwicklung oder sowas, was sind denn da so vielleicht ein paar Eigenheiten, die im Test zu beachten sind, die jetzt eben nicht in Python oder in anderen Web-Anwendungen oder so vielleicht auftauchen? Ja, so das Wesentliche ist halt so die Perspektive. Ne? Wenn ich als Entwickler da rangehe und ich schreibe Java-Code als Entwickler, dann denke ich da jetzt nicht unbedingt immer so an die Fallstricke dabei, so die Edge-Cases, die man ja als Tester irgendwie mit dran hat. Das kann passieren, dass ich die irgendwie ein bisschen mehr außer Acht lasse. Also als Entwickler ist mir ja wichtig, dass der Code lesbar ist, dass ich den leicht warten kann, wenn Änderungen sind und so weiter und so fort, dann kann ich das schnell machen. Das ist so die Perspektive. Aber als Tester gehe ich dann eher so ran, so aber was passiert denn, wenn ich jetzt hier ungültige Werte eintrage? Stürzt meine Software dann ab oder wie funktioniert dann das? Also so diese anderen Perspektiven einfach, das da irgendwie zu integrieren. Und das behandle ich halt auch im Java-Code entsprechend. Also da gibt es auch ein eigenes Kapitel dafür, um eben Java zu lernen. Da besprechen wir dann auch über Exception-Handling, wie können Exceptions überhaupt abgetestet werden, weil auch Fehlermeldungen müssen eben getestet werden, ob sie erscheinen, da wo sie erscheinen sollen, oder ob was ganz Komisches passiert, mit dem man jetzt gar nicht rechnet. So das. Ja, ist sehr spannend. Und jetzt, wenn das so in die generelle Struktur von Java, auch jetzt, wenn du sagst, Maven ist ja so dieser Bibliotheksmanagement oder auch so in die Pipeline gedacht, gibt es da irgendwelche Eigenheiten, die ich als Tester auch wissen müsste? Maven selber besitzt einen eigenen Zyklus, der besteht aus mehreren Schritten und ich kann eigentlich jeden dieser Schritte auch konfigurieren. Also das fängt an, dass ich so einen Verifying-Schritt habe, wo erstmal prüft, ist meine Konfiguration überhaupt gültig oder ist da schon irgendwie ein Fehler passiert. Also ich werde jetzt nicht den ganzen Zyklus durchgehen, das wird ein bisschen zu weit führen. Da würde ich da einfach auf das Kapitel verweisen. Aber so die wesentlichen Sachen ist halt, dass mein Code gebaut wird. Also ich mache tatsächlich eine Kompilierung davon, prüfe, ob alles funktioniert, alles richtig konfiguriert ist, ob irgendwelche externen Bibliotheken oder Parameter gezogen werden, ob das so alles funktioniert. Und am Ende kann ich dann natürlich auch schon steuern, welche Tests ausgeführt werden sollen. Also möchte ich meine komplette Testsuite ausführen oder nur einzelne Tests, möchte ich vielleicht nur Integrationstests ausführen. So diese Sache kann ich damit einfach steuern. Und es ist ein sehr wertvolles Tool, was mir das Handling von meinem Testcode leichter macht. Und es ist auch sehr komfortabel einfach, um externe Bibliotheken mit reinzuziehen. Jetzt ist ja beim Testen, gerade in der Automatisierung, in den ganzen Frameworks ja auch immer so ein Thema Testdatenmanagement. Genau. Was hast du denn da für Java? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Es gibt sehr viele dafür. Auch bei Maven könnte ich jetzt hergehen und unsere externe Daten einbinden, aber da würde ich tatsächlich eher Richtung Cucumber Behavior Driven Development gehen, weil ich diese Feature-Files, so nennt sich das Ganze, wo dann die in natürlicher Sprache alles formuliert wird, und zwar in Given, When, Then. Also gegeben, ich habe eine Situation, beispielsweise ein Browser wird geöffnet und wenn ich den Button XY klicke, dann passiert halt eine Aktion, das ist dann mein Then-Schritt. Und innerhalb von
diesen ganzen Kubernetes-Szenarien kann ich natürlich auch Testdaten angeben. Das häufigste, wo das gemacht wird, ist in Form von Datentabellen. Die hänge ich dann in meinen Gherkin-Code mit rein, also in diesen Feature-Files, was ich gerade schon erwähnt hatte. Und dann sind da die Datentabellen auch so drin und ich kann die auch nutzen in meinem Test. Das ist so die eine Möglichkeit. Ein anderer Klassiker ist einfach, ich habe vielleicht eine CSV-Datei, weil wenn die Daten irgendwie mal 100 Stück überschreiten, also 100 Zeilen, wird das auch da unübersichtlich. Da eignet sich das dann eher, das in CSV-Dateien irgendwie wiederzugeben und die einfach reinzuladen. Und man kann natürlich auch Datenbanken anbinden. Also alles, was irgendwie ja so das Gängigste ist. Oh, spannend. Also da gibt es also einige Konzepte, die da drin ist. Jetzt, beim Durchblättern ist mir aufgefallen, es gibt auch ein ganzes Kapitel über Nachhaltigkeit. Das hat mich positiv überrascht, genau, dass das auch mit da drinnen ist. Was reflektierst du da damit? Genau, also ich hatte das Buch ja zusammen mit einem Co-Autor geschrieben. Das Thema Nachhaltigkeit ist vom Daniel. Und der Schwerpunkt davon ist eigentlich, ja, Testen kostet nicht nur Personalkosten, sondern natürlich auch Strom. Ja, wenn ich so viele Testfälle habe, dann wirkt sich das auf meinen Haushalt auf die Umwelt dementsprechend natürlich auch. Und deswegen ist es auch eine Überlegung wert, oder sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was möchte ich überhaupt testen, was ist so das Ziel davon. Na, jetzt mal als Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie in einem Bereich sind, wo es um Menschenleben geht, dann habe ich einen ganz anderen Fokus, wie es einfach nur darum geht, ein Webformular abzuprüfen. Also das sind die Prioritäten ganz anders. Und eben dieses Thema Nachhaltigkeit ist halt zu prüfen, ja, welche Testfälle brauche ich denn tatsächlich? Kann ich die überhaupt alle ausführen? Auch so eine Build-Pipeline kostet Strom und Geld. Also da geht es eigentlich hauptsächlich dann darum. Ah ja, okay. Ja, es ist spannend, das auch mal zu beleuchten, weil ich glaube, also sagen wir so in meiner laienhaften Erinnerung an Java ist ja auch Java ja etwas, was ja durchaus auch Ressourcen will. Genau. Ne? Also genau. Das ist jetzt nicht so leichtgewichtig immer. Ne? Also es ist ja schon ein bisschen auch Wumms dahinter immer. Ne? Genau, und je nachdem, wo ich das halt betreibe und wie umfangreich das Ganze ist, man kann ja ganze Cluster damit betreiben. Auch jetzt beim klassischen UI-Testing. Ich kann das ja auch bis ins Unendliche treiben, dass ich da 25 Browser neben parallel laufen lasse in unterschiedlichsten Ausprägungen und Versionen, kostet mich natürlich alles Geld. Und so diese Sachen sich vorher zu überlegen, das ist schon sehr wertvoll. Ja, total spannend. Jetzt ist es natürlich so, wir haben ja hier das Buch. Und jetzt weiß ich gar nicht, hast du vielleicht auch 2, 3 Exemplare für unsere... Selbstverständlich. Sehr schön. Das heißt, wir machen eine kleine Verlosung dazu? Ja, sehr gerne. Also ich kann gerne 3 Exemplare auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Würde ich dann über dich verschicken lassen. Genau, und dann packen wir in den Shownotes. Ihr kennt das, wenn ihr hört und seht, hier, ich halte es mal noch in die Kamera, dieses Büchlein. Ich finde es klasse, weil es einfach, sag mal, leichtgewichtig durch die Themen durchführt. Genau. Und einen Einblick gibt und einen guten Einstieg in das ganze Thema, ohne gleich jetzt irgendwie zu detailliert oder zu überbordend zu sein. Genau, das Ziel war, den Leser nicht zu erschlagen mit Informationen bis ins kleinste Detail, sondern es ist so viel Wissen drin, dass man darauf aufbauen kann. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann hat man ein Grundverständnis davon und man kann sich dann überlegen, okay, gehe ich jetzt in die eine Richtung, in die andere Richtung, wie mache ich weiter? Aber man hat die Grundlagen und das ist ein Grundlagenwissen, was man eben dann ausbauen kann. Sehr schön. Pascal, vielen lieben Dank, sehr gerne, dass wir das mal kompakt, so wie das Buch heißt, Software Testing kompakt hier mal auch in den Podcast gepackt haben. Den Link packen wir in die Shownotes rein. Und ja, sehr gerne. Ja, und ich freue mich, wünsche dir viel Erfolg damit und Dankeschön. Dass wir uns bald wiedersehen. Ne? Ja, freue mich auch drauf und danke, dass ich hier sein durfte. Gerne.